Mehr als 2 Jahre, tausende Bilder. Das ist Flashpoint. Ich finde die Geschichte über Barry sehr interessant. Es geht darum, er will was ändern, aber es gibt Konsequenzen. Jede kleine Sache ändert die gesamte Welt. Mit Stop Motion kann man jede einzelne Geschichte erzählen, die man Lust hat. Und das ist so die Kreativität. Also man tut alles, wo man Lust hat. Auf meinem Kanal habe ich vorher einzelne Batman-Folgen gemacht. Mit Flashpoint wollte ich zum ersten Mal einen richtigen Film erzählen. Eine große, zusammenhängende Geschichte statt vieler kleiner Episoden. Flashpoint ist über lange Zeit gewachsen und das Drehbuch ist nicht alleine entstanden. Hallo, ich bin Anis. Wir haben über Monate immer wieder am Drehbuch gearbeitet und Flashpoint war unser erstes wirklich große Projekt zusammen. Wie hat sich das Drehbuch über die Zeit verändert? Also als wir angefangen haben mit dem Drehbuch von Flashpoint, wüssten wir nicht ganz, wie man so ein Drehbuch schreibt. Zu einem Film zumindest. Da wir bis dato nur Drehbücher zu Serien geschrieben haben. Das heißt, dass das erste Drehbuch eher so ein Testversuch war und wir selbst haben gemerkt, dass es uns leider nicht so gut gefallen hat. Was macht Flashpoint für dich besonders? Meiner Meinung nach ist es der Aufwand und die Hingabe, die dieses Projekt so besonders machen. Da wir zum einen das Drehbuch bis zur Perfektion geschrieben haben und zum anderen du noch sehr viel Zeit in die Animation gesteckt hast, damit sie sich halt auch unterscheidet von den anderen Videos, denn die Animation ist hier noch nie so gut gewesen. Aber auch die Zeit, die das gekostet hat, dass wir das geschafft haben und du auch geschafft hast, das zu überwinden. Neben Flashpoint arbeitest du ja auch an dein eigenes Projekt. Also ich selbst arbeite auch an meinem Projekt, den Spider-Man-Film. Auf den bin ich bis jetzt sehr stolz. Ich habe das Drehbuch, glaube ich, gut geschafft. Die Animation sieht auch gut aus und ich freue mich dann, Meinungen zu hören von anderen Leuten und auf jeden Fall das Feedback dann auch, ja. Den Link zu seinem Kanal findet ihr in der Beschreibung. Und danach ging es für mich zurück an die eigentliche Arbeit. In diesem Trick geht es darum, hier bewege ich langsam das Gebäude, aber das Auto bewege ich nicht, weil vorher habe ich das mit Krita so zusammen gemacht, damit das Auto stehen bleibt und das Gebäude bewegt sich immer Schritt für Schritt weiter. In dieser Szene ist bei dem Trick der Kamerawinkel, der ist so schief. Um den zu machen, habe ich 2 Boxen gemacht, damit das so perfekt aussieht. Und hier merkt man gar nicht, dass die Kamera so schief ist. In dieser Szene hatte ich halt keinen Pizzakarton. Dann habe ich ihn einfach gezeichnet. Ich habe dann angefangen mit der Farbe Braun. Dann habe ich den Schriftzug Luigi Pizza genommen. Und so sieht es aus. Also ich finde sehr gut. Am Ende habe ich mich entschieden, nicht Luigi zu nehmen, sondern einen anderen Schriftzug. Aber für mich sieht das perfekt aus. Hier habe ich die Laser gemalt. Ich habe einfach so gemacht, dass die Laser immer mehr nach rechts gehen und der Flash, er bleibt kurz stehen und dann rennt er schön nach links. Also die Laser sind immer hinter ihm, aber er wird nicht abgetroffen. Für so eine Szene habe ich 3 Minuten gebraucht. Jetzt seht ihr den Ergebnis davon.
Für den Batcave-Mock brauche ich genau diesen Tisch. Der ist perfekt. Und ich nehme noch das und das auf jeden Fall auch. Jetzt kommt der Waffenarsenal. So habe ich den gemacht. Also sehr viele Waffen, sehr viele Messer. Perfekt für Thomas Wayne. Den lege ich genau nach hinten. So, ich habe aus dieser Knete diese Form gemacht. Also das ist der Gürtel von Batman. Und oben hat er dann die roten Augen. Das ist die Edition von Thomas Wayne. Hier links seht ihr die Inspiration davon. Später wird das Batman-Symbol rot angemalt. Wenn du lügst, töte ich dich. Jetzt ist die Mimik dran, einer der wichtigsten Sachen in einem Film. Hier habe ich so gemacht, also ich habe mich sehr inspiriert von einem YouTuber. Ich habe ein Bild genommen, jetzt seht ihr das Bild. Da habe ich mich inspiriert, wie ich das so mache. Also jeder Buchstabe hat so seine eigene Emotion. So, das Mund geht auf und das geht wieder zu. Und das ist sehr anstrengend für jede Szene, wo das ist das dann drin in den Film. Aber dafür wird der Film dann automatisch viel mehr besser. Und das ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Also viel muss man hier sehr viel malen. Und am Ende hat man ein perfektes Ergebnis von Mund auf, Mund zu, so wie in echt. Wenn du lügst, töte ich dich. Wenn es ein Trick ist, hast du es nicht zu versuchen. Wo sind die Burger? Gotham ist in Chaos gesunken. In dieser Szene wollte ich, dass Batman Flash schlägt, indem ich einfach den Arm mit einer Knete zusammen mache und ihn langsam so schwinge auf den Flash. In der Granatenszene habe ich Wattepads benutzt, also genau hier die weißen, die sind perfekt. Und noch am Ende ein bisschen so Papier, damit er so perfekt aussieht. Hier ist das Ergebnis. Ich wollte noch einen kleinen Cameo-Auftritt geben für die drei. Also ich bin ein großer Dr. House-Fan und ich wollte sie ein bisschen so zeigen. Also links Foreman, in der Mitte Dr. House und rechts Chase. Flash rettet eine Person und bringt sie zu Dr. House. Ausgezeichnet. Er wusste direkt, wo der Dr. House ist. Und die Szene ist vorbei. Aber es gibt noch eine kleine Sache. Der Motorrad ist auch eine Inspiration. Der Motorrad, hier ist er eingeblendet. Er ist auch in der Serie, also perfekte Farbe. Hier sieht man die Thomas Wayne Batcave. Also man sieht den Wasserfall da hinten links. Ist alles so alt aus, so leer, nichts Besonderes. Und hier ist der Update, also die Bruce Wayne Batcave. Hinten ist der Bettcomputer diesmal, da in der Ecke. Man sieht hier hinten die anderen Farben, aber das bemerkt man gar nicht, weil die Kamera oben bleibt. Also ein großes Batcave-Mock. Und hier sieht man auch die Ersatzteile, also der Wasserfall für Notfall. In der Szene habe ich hier einen Turm gebaut, weil vorher hat man gesehen die gesamte Batcave, aber die hat nicht gut gepasst, weil sonst hätte sie runtergefallen. Genau, sie wäre zu instabil geworden, deswegen habe ich lieber so einen Turm gebaut nach oben und jetzt ist es sehr stabil
Man sieht hier die Szene mit Barry und Bruce am Ende des Films. Also genau, und hinten habe ich die graue Baseplate gemacht, weil hinten wäre dann blau und grau ist dann viel besser für die Batcave. Wir schreiben den 13. Dezember, also kurz bevor der Film kommt. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe mir den Film oft angesehen und da habe ich gesehen, ich habe noch viel zu tun. Also viele Sounds müssen noch mal gemacht werden, viel mehr rein. Und das ist dann viel besser für den Film. Nach der Animation kamen die Sounds. Also hier kann man sehen, unten ist die Musikschleife und oben sind die Sounds. Wie zum Beispiel Laufanimation oder Autoanimation befindet sich alles hier. Also man kann hier sehen, sehr viele Musikstücke, sehr viele Sounds. Und so nehme ich dann die Sounds von YouTube, ich nehme sie auf und dann packe ich sie in den Film rein. Hier kann man hier alle Sounds sehen, die im Film drin ist, auch die Musik. Insgesamt sind 130 Sounds und 11 Musikstücke. Der letzte Schritt des Films war das Thumbplay, das YouTube-Bild. So haben wir das gemacht mit Hilfe mit Arnes, haben wir uns entschieden für die Inspiration aus dem Comic aus Flashpoint, haben wir uns die Figuren genommen. Danach haben wir den Hintergrund entfernt, durch den blauen Hintergrund ersetzt, dann die Blitze und die Sonne dazu gemacht und hier ist das Ergebnis. Flashpoint war für mich mehr als nur ein Film. Es war eine lange Reise. Danke an alle, die sich für den Prozess hinter Flashpoint interessieren.